Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute ein Video, was mir sehr schwer fallen wird, das Ganze aufzunehmen und wo ich mich ja, monatelang schon wirklich vor gedrückt habe, das in die Tat umzusetzen. Heute wird es soweit sein, der 4.7. um 23:30 Uhr. Ja, wird für mich der letzte Tag sein, den ich hier verbringen werde in der Gilde Flames of Destiny. Diese Entscheidung, wer mich verfolgen sollte, und ich denke mal, die hier das Video schauen, das sind die meisten von euch, ist klar, sonst würdet ihr das Video nicht schauen, die haben bestimmt schon mitbekommen, dass ich seit Monaten, jetzt wirklich schon, ich würde schon fast sagen seit einem Jahr, aber ich belasse es lieber seit Monaten, die ganze Zeit am Hin- und Herringen mit mir bin. Mache ich das jetzt? Mache ich das nicht? Ist das die richtige Entscheidung? Ist das die falsche Entscheidung so? Bleibst du hier oder wechselst du? Da habe ich mir ganz, ganz viele Gedanken zugemacht und in letzter Zeit haben sich immer wieder erneute Szenen abgespielt, die dann meine Entscheidung bestärkt haben, die Gilde denn zu verlassen. Und wer mich kennen sollte, ich bin absolut kein Gildenhopper. Das ist jetzt in meiner kompletten Shakes and Fidget Karriere, sag ich mal, jetzt insgesamt mein zweiter Gildenwechsel auf allen Servern, die ich hier durchlebt habe in diesen 8 Jahren oder was weiß ich, seit wann ich Shakes and Fidget spiele, keine Ahnung. Auf jeden Fall war damals W27 der erste Server, wo wir von den White Sharks zu Black Bull gewechselt sind, weil dort die Gilde auseinandergefallen ist. Hier muss ich sagen, ist das zum Glück nicht so und ich hoffe mal auch, dass die Gilde trotzdem noch weiterhin sehr, sehr lange Bestand hier auf dem Server hat, denn es ist eine sehr gute Gilde. Ich fühle mich auch nach wie vor noch sehr wohl in der Gilde, aber es ist halt eben nicht mehr das, womit ich mich identifizieren kann, beziehungsweise wo meine Ziele danach hinstreben. Und wie gesagt, ich will nicht nochmal sehr genau auf diese Gründe eingehen, die in der Vergangenheit passiert sind, aber es hat sich halt eben gehäuft und das hat dann eben meine Entscheidung nochmal bestärkt zum Schluss hin. Und man baut ja auch irgendwo so eine Verbindung auf zu den Leuten, zu der Gilde, auch wenn ich der Typ bin, das muss ich auch ehrlich so sagen, der nicht sehr aktiv im Gildenchat ist. Das ist so, ich bin nicht sehr aktiv da drin. Muss man, kann man verstehen, kann man nicht verstehen, so, ne? Aber es gibt für mich weitaus mehr als nur den Gildenchat, sondern halt eben auch Discord. Es ist bei mir vieles so. Es ist halt Discord, es sind YouTube-Kommentare, es ist Instagram, es ist halt sehr, sehr viel. Und da geht halt meistens der Gildenchat in-game unter. So. Und ich habe schon meinen Abschiedsbrief geschrieben, der ist schon gespeichert, den brauche ich nur noch abschicken. Die Einladung ist bereits raus von Celtic, die muss ich nur noch annehmen und dann ist das Ding hier durch. Es spielt auch keine Rolle, dass jetzt hier irgendwie jetzt gerade 47 Leute nur in der Gilde sind. Es sind viele kleine Sachen, die dann zum großen Ganzen dazu beitragen. Aber wie gesagt, da möchte ich nicht nochmal näher drauf eingehen. In der Vergangenheit habe ich es oft genug gesagt, was der Grund gewesen ist. Und deswegen gucken wir nochmal einfach auf die Post. Neue Nachrichten und hier ist auch schon mein Abschiedsbrief. Ja, dazu muss man sagen, der Melkor und W70, die waren auch in Flames of Destiny drin. Die haben jetzt sogar vor mir schon die Gilde verlassen, obwohl ich schon viel länger mit dem Gedanken gespielt hatte tatsächlich. Und das ist jetzt halt, das kommt jetzt so ein bisschen rüber wie so eine Fluchtbewegung, das soll aber gar nicht der Fall sein, ne? Nur die Leute haben sich eben von eigener Hand auch von der Gilde hier verabschiedet, auch unter anderem aus ähnlichen Gründen, aber bei mir war es halt eben kam nochmal ein bisschen mehr dazu und ich habe das Ganze hier schon vorbereitet und brauche das eigentlich nur noch abschicken und dann ist das Ganze hier in Sack und Tüten.
Ja, an die Gilde, eine schwere Entscheidung. Hallo liebe Gilde, ich bin hier jetzt seit 4 Jahren und habe mich auch immer wohlgefühlt, doch leider wird dies hier mein Abschiedsbrief. Diese Entscheidung kommt nicht von heute auf morgen, sondern zerbreche ich mir tatsächlich schon seit Monaten den Kopf über einen Wechsel, da ich wirklich kein Hopper bin und dies mein zweiter Gildenwechsel in 8 Jahren ist. Leider sind in der Vergangenheit immer wieder Situationen aufgetaucht, die jedes Mal meine Entscheidung bestärkt haben, zu gehen. Es sind viele Gründe, die dazu geführt haben. Dabei möchte ich erwähnen, mit niemandem hier ein Problem gehabt zu haben. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Ihr seid alle toll. Die mich verfolgen, wissen es vielleicht. Es war eine tolle Zeit und ich hoffe, viele von euch bleiben noch über Jahre hier aktiv. Das würde ich mir sehr wünschen. Damit wünsche ich euch alles Gute weiterhin hier auf S31. Liebe Grüße, Dorza. Ja. Es ist wirklich, kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüber so, ne, weil, ja, es ist halt eben nur ein Spiel und es ist halt nur eine Gilde in-game und so, ne, aber da hängt halt eben sehr viel dran, ne, und vor allen Dingen, ja, wenn man halt über Jahre so in der Gilde ist, dann muss man, ja, ich bin sowieso ein Mensch der Gewohnheit, ich habe schwer aus meiner Rolle rauszukommen, so ein bisschen aus meinem Alltag. Und umso schwieriger ist das dann halt auch mit einem Wechsel, aber es ist halt eben auch irgendwo ein Stück weit notwendig, weil ich mich halt eben mit der Gilde beziehungsweise die Voraussetzungen, die die Gilde hat, und halt eben aufgrund der Grundlage, was halt in der Vergangenheit so passiert ist, nicht mehr wirklich identifizieren kann. Nur um mal so einen kleinen Einblick zu geben, was die Gründe gewesen sind, weil ich mir vorstellen kann, dass alle das nicht mitgekriegt haben. Ich kommuniziere zwar wenig in der Gilde, im Gildenchat, ja, aber wenn ich irgendwo irgendwelche Ansätze zur Verbesserung der Gilde anbringen möchte, irgendwelche Sachen vorschlage, was man vielleicht so machen könnte, was uns vielleicht so und so mehr bringt, dann habe ich quasi immer so ein bisschen mit mir selbst geredet. Es kam halt oftmals kein Feedback zu meinen Vorschlägen. Ich bin zwar Offi, aber das ist halt eben auch nicht alles. Und das ist eigentlich auch so, und das ist halt eben verhäuft in der Vergangenheit vorgekommen. Und da muss ich dann halt sagen, wenn da halt eben nicht so Interesse besteht, dann weiß ich nicht, ob ich dann hier noch überhaupt so richtig bin. So, das ist eigentlich auch mit der größte Grund, sag ich mal. Ne? Dann kommt halt eben noch so eine Kleinigkeit mit dazu, dass halt eben die aktiven Gildenangriffe nicht mehr stattgefunden haben, beziehungsweise halt die aktive Meldequote nicht mehr da war. Unser Gildenpad, da greifen gefühlt nur noch 30 Leute an. Die Ritterhalle war immer sehr problematisch gewesen. Es sind viele Leute gelieft, dann kamen immer sehr viele neue Leute dazu, was auch kein Problem ist. Aber es ist halt eben keine Konstanz drin gewesen und das ist halt das Gesamtpaket, was ich so ein bisschen vermisst habe insgesamt. Ja, und was mich dann halt auch eben zu meiner Entscheidung hier bekräftigt. Ne? Alleine, ich weiß nicht, habe ich noch den Angriff? Ja, das ist gar nicht so lange her, vor 1-2 Monaten hier. Da sieht man zum Beispiel, dass sich hier auch nur 34 Leute für einen Raid gemeldet haben. Und ein Raid ist ja nochmal was anderes. Das wird ja in der Gilde angezeigt, das blinkt. Ne? Und man sieht quasi, aha, ich muss mich da anmelden, so für den Kampf jetzt. Ne? Und selbst da haben sich nur 34 Leute jetzt als Beispiel nur mal angemeldet. Und dann möchte ich nicht wissen, wie hoch die Meldequote fürs Gildenpad ist, wo hier nichts irgendwie großartig aufblinkt oder dir angezeigt wird oder so. Ne? Und da ist die Meldequote bestimmt noch schlechter täglich als halt eben bei so einem einmaligen Raid, wo man sagt, ey, da müssen wir jetzt raufklatschen. So, ne? Auch wenn der Raid per se an sich nicht so viel bringt. Ne? Genau, und das sind halt eben alles so eine Sachen, die halt dann zusammenspielen und mich zu meiner Entscheidung dann halt jetzt bringen. Ne? Deswegen nochmal an der Stelle vielen lieben Dank hier an Flames of Destiny, die mich damals aufgenommen hatten hier in die Gilde und deswegen kein Hass, nur Liebe für die Leute hier und ich hoffe, dass man sich hier auch weiterhin noch begegnet in der Ehrenhalle beziehungsweise auf dem Server noch weiterhin aktiv ist. Diese Entscheidung ist mir wirklich nicht sehr leicht gefallen. Und ja, genauso leicht fällt mir das jetzt hier auf diesen Senden-Knopf zu drücken. Ich drücke mich da schon die ganze Zeit ein bisschen vor, aber
Ja, man kommt nicht drum rum. Ihr seht schon, die Gildeneinladung hier von Bella ist bereits schon da. Und deswegen, ja, machen wir das. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt, sag ich mal, jetzt nicht unwohl fühle bei meiner Entscheidung, dass ich das jetzt irgendwie im Nachhinein bereue. Das ist nicht der Fall. Ich bereue es auf keinen Fall zu wechseln. Es ist für mich wirklich nur ein sehr großer Schritt. Ob man das verstehen kann, nachvollziehen kann oder nicht, muss jeder selbst wissen. Aber es gibt Leute, die spielen nicht mal 4 Jahre und dann 4 Jahre in einer Gilde zu sein mit anderen Leuten, die man dann auch noch, die ihr auch noch jeden Tag dann seht in den Videos. Leute haben ja schon mich teilweise mit Flames of Destiny in Verbindung gebracht, so immer, ne? Aber ja, nun wird es halt eben Celtic sein, ja? Und deswegen senden wir das Ganze. Let's go. Das Ding ist abgesendet. Ja. Und ja, ich weiß nicht, kann man jetzt hier schon direkt drauf? Nee, ich muss erst noch aus der Gilde rausgehen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ja, bisschen komisch, mich hier noch drin zu haben. Es ist wirklich... Was ist das denn hier, Alter? Okay, das... was ist das denn hier? Okay, das muntert jetzt ein bisschen meine gedrückte Stimmung auf hier. Tja, Lust hat eine... Dass ich hier... Ja, keine Ahnung. Grüße gehen raus. Einfach gildenlos. Und da sind wir drinne. Ja, krass. Jetzt ist Celtic die neue Heimat. Wie gesagt, 2 Leute sind ja hier schon von Flames of Destiny rüber gewechselt. Einmal W70, der auch auf vielen Servern sehr aktiv ist, einmal der Melkor, der auch, muss ich auch mal sagen, in unserer Gilde sehr aktiv immer war im Chat, hat sich bemüht, immer viele neue Sachen immer zu posten, wenn es neue Codes gab und sowas alles. Sehr, 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 sehr guter Dude auch. Ansonsten haben wir hier auch den Beno. Grüße gehen raus auch an dich an der Stelle. Ja, wir haben ja auch schon zusammen gespielt auf dem Berserker-Server in der Gilde Kraftraum, wo ich meinen Free-to-Play-Berserker gehabt habe, der jetzt leider auch inaktiv ist, aber trotzdem auch ein fester Teil der Community. Also es sind auch ein paar Leute auf jeden Fall hier am Start, die man so kennt und die man halt auch eben neben Shakes and Fidget ja in der Community hat, und deswegen ist das schon auch eine gute Entscheidung gewesen, auch wenn ich mich ein bisschen schlecht fühle irgendwo. Trotzdem ist das Ganze für die Zukunft, denke ich mal, eine richtige Entscheidung. Ja, jetzt muss man sich erstmal an den Namen gewöhnen, dass man hier nicht mehr Flames of Destiny zu stehen hat, sondern einfach Celtic. Und ja, das ist erstmal wieder eine ziemliche Umgewöhnung, das Ganze hier. Dazu kommt dann halt auch noch in der internationalen Ehrenhalle, ich habe keine Ahnung, wenn es mal eines Tages soweit sein sollte, Alter, die ist ja komplett broken hier, ne? Holy shit. Ja gut, da brauchen wir, glaube ich, kein Augenmerk drauf werfen, aber ansonsten war ja Flames of Destiny immer noch sehr weit oben vertreten. Und hier ist Black Bull, in der Gilde befinde ich mich ja auch, und das fand ich dann immer interessant, dass man dann vielleicht aufeinander trifft. Hier ist, ja, hier müsste noch dann Flames of Destiny stehen, steht es jetzt aktuell nicht. Ja, aber vielleicht ist das auch Backend-Server-mäßig bedingt, wo die neuen Backends schon drauf sind. Ja, aber vielleicht passiert es ja dann noch rechtzeitig, bevor die Gilde Black Bull, wo ich mich ja drin befinde, noch die Gilde Celtic Flames of Destiny überholt und dann die wieder in der internationalen Ehrenhalle vertreten sind. Das Zeug hätten sie auf jeden Fall dazu, wenn man sich die Voraussetzungen bzw. das Durchschnittslevel anschaut. Im Vergleich zu Flames of Destiny ist das halt auch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit im Vergleich hierzu, dass ja, Celtic hier auch deutlich aktiver ist als Flames of Destiny, was sich halt eben auch unter anderem im Gildenpad abzeichnet. Wir hatten ja immer zwischen 11 und 13 so im Schnitt, und das ist halt eben schon für so eine alte Gilde schon ziemlich, ja, da sieht man schon, dass die Inaktivität so ein bisschen drunter leidet. Wir haben halt ein paar sehr hohe Spieler
in der Gilde, aber halt eben nicht diese Gesamtaktivität der kompletten Gilde am Start, und das ist halt hier eben gegeben. Hier haben wir zwar nicht diese krassen Endgame-Spieler, die 600 plus sind, da bin ich jetzt momentan der Einzige in der Gilde, aber die Gesamtleistung der Gilde ist halt eben unglaublich krass, und das macht dann nachher am Ende dann für mich dann halt auch den Wechsel dann hierzu dann noch ein bisschen leichter. Ihr seht auch schon, das Ding hier ist auf 18 Köpfe momentan, was auch natürlich auf lange Sicht gesehen ein sehr großer Vorteil ist für mich und mein Levelaufstieg, weil das natürlich auch nachher eure größte Erfahrungsquelle ist, die ihr habt im High-Level-Bereich, und umso höher das Ding ist, umso besser ist das für euch als High-Level-Spieler. Wenn ihr seht, was ich für Quests bekomme, macht das schon einiges aus, und vor allen Dingen die Pet-Stufe ist hier schon fast an dem, was ich hier ausgebaut hatte. Bei meiner alten Gilde war das lange da drunter gewesen. Ich weiß nicht, ob wir schon die 500 hatten oder so, oder gerade so, aber es war nicht sehr viel, deswegen kann man hier auch gleich für die Zukunft ein bisschen vorsorgen, dass wir noch erstmal keine Probleme haben, was das angeht. Ja, so sieht das Ganze aus. Pet ist voll ausgebaut, ja, Stufe 600. Ich wusste gar nicht, dass es hier... Ja, ich sehe schon die Post blinken. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe mal auch ganz feste, dass die Gilde Flames of Destiny nicht weiter zerbricht, sondern da auch noch neue Leute hinzukommen. Also falls ihr auf S31 spielt und in eine doch immer noch sehr gute Gilde kommen wollt, es ist ja nicht so, dass sie komplett inaktiv ist, ne? Das sind halt eben nur die Voraussetzungen bzw. die Ziele, die halt sich jeder selbst stellt. Und wenn die Ziele halt eben andere sind, dann kann man das nachvollziehen oder kann man halt eben nicht nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, ja, das gleiche hatten wir ja auch auf W50 gehabt, nur da haben wir halt eben mit einer extrem großen Welle, die auf einmal kam, zu tun gehabt, was dann nachher so ein bisschen mich abgefuckt hatte, so, ne? Aber da kann man halt eben nichts gegen machen, und man muss am Ende des Tages halt auch die Entscheidung respektieren, und ich habe ja den Leuten auch nachgeweint, ja, so wie vielleicht mir auch Leute nachweinen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, oder vielleicht auch sauer sind, ja, das ist auch verständlich auf jeden Fall, aber am Ende des Tages muss man halt einfach die Entscheidung respektieren und akzeptieren, und ja, deswegen trotzdem nur Liebe für Flames of Destiny, und falls ihr auf dem Server spielen sollt, würde es mich freuen, wenn ihr die Guild auch weiterhin hier supporten würdet. Das liegt mir definitiv sehr am Herzen. Ja, gut, das auf jeden Fall dazu. Ich möchte hier auch nicht zu viel irgendwie vom Chat zeigen, weil das ist eine komplett neue Gilde für mich. Da möchte ich auch erstmal so ein bisschen die Privatsphäre wahren, ja, und in Videos gehe ich sowieso nicht auf die Post und auf den Chat, einfach auf den Gildenchat, weil hier dann doch eher auch private Dinge sein können, vor allen Dingen in so einer alteingesessenen Gilde auf so einem sehr alten Server. Und da habe ich tiefsten Respekt auch für die Aufnahme. Ich kann mir das auch nicht ganz einfach vorstellen an die Leute, dass sie dann halt jetzt auf einmal so mehr oder weniger ungewollt vielleicht auch in die Öffentlichkeit gerissen werden. Manche finden es cool, vielleicht auch, manche haben damit kein Problem oder stehen den Ganzen neutral gegenüber. Deswegen auch vielen lieben Dank an Celtic, dass die mir hier auch die Möglichkeit bieten, mich zu beweisen in der Gilde und zusammen halt eben noch sehr starke Dinge reißen hier, denn ich gehe mal von aus, dass hier auch alles Langzeitspieler, so wie ich, am Start sind. Ja, Leute, das war soweit. Meine bisher, muss ich wirklich so sagen, schwierigste Entscheidung, die ich treffen musste in meiner Shakes & Fidget Laufbahn. Es war damals schon beim ersten Wechsel auf W27 nicht einfach. Hier ist es mir jetzt noch schwerer gefallen, aber am Ende des Tages war es die Entscheidung, die richtig ist. Lasst mich gerne wissen, was ihr dazu sagt in den Kommentaren. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, vielleicht auch nicht. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für euer Verständnis auch. Haut rein und bis zum nächsten Mal.